Im Jahr 1990 wurde eine ruhige Universitätsstadt von den brutalen Verbrechen eines unbekannten Mörders erschüttert. Innerhalb von 4 Tagen vergewaltigte, ermordete und verstümmelte er 5 junge und attraktive Studentinnen. Seine Taten waren grauenhaft und schockierend. Er schnitt Körperteile ab und arrangierte sie in verschiedenen Posen, darunter auch Enthauptungen. Aus geheimen Audioaufnahmen des Mörders ging hervor, dass seine Motive noch finsterer und sadistischer waren. Er genoss seine Verbrechen, und das gab ihm Kraft. Dieser Fall löste an einer der größten Universitäten Floridas massive Panik aus. Sie können sicher sein, dass die Universität und unsere Gemeinde alles in ihrer Macht Stehende tun, um den Täter zu fassen und die Sicherheit unserer Stadt zu gewährleisten. Als die Medien über den schrecklichen Mord berichteten, brach in der Stadt Panik aus. Vertreter aller Nachrichtensender, von kleinen bis zu großen, darunter auch Phil Donahue, kamen in das kleine alte Gainesville, um über den Fall zu berichten. Alle Nachrichtenagenturen wollten mehr Informationen als ihre Kollegen. Dies führte wiederum dazu, dass zahlreiche Versionen aufkamen, von denen keine bestätigt werden konnte. Die Verbrechen waren so grausam, dass die Medien den Mörder mit dem berüchtigten Serienmörder Jack the Ripper verglichen und ihn als Gainesville Ripper bezeichneten. Seine schrecklichen Verbrechen wurden in verschiedenen Medien beschrieben und inspirierten sogar den Horrorfilm Scream. Obwohl viele versuchen, diese schreckliche Woche im August 1990 zu vergessen, bleiben die Fragen offen, was einen Menschen zu solch grausamen Morden getrieben hat. Im Jahr 1990 war Gainesville als ruhige Studentenstadt bekannt, in der sich die University of Florida und das Santa Fe College befanden. Studentenstädte sind wunderbare Orte, an denen sich jeder sicher fühlt. Gainesville bot alles, was Studenten brauchen: angenehmes Wetter, ein bekanntes Sportprogramm und jede Menge Unterhaltung. Damals war es eine so ruhige Stadt, dass die Menschen ihre Türen nicht abschlossen. Mit Ende des Sommers kehrten viele Teenager in die Studentenstadt zurück, und wie Sie sich vorstellen können, war das eine Woche voller ausgelassener Partys. Zur gleichen Zeit fanden an den Universitäten die Aufnahmeprüfungen für die Studentenverbindungen statt. Die Fußballmannschaft begann mit den Vorbereitungen für die bevorstehenden Spiele. Außerdem gab es einen neuen Präsidenten an der Universität, John Lombardi, der Bildungseinrichtung neuen Schwung verleihen wollte. Aus diesem Grund herrschte auf dem Campus reges Treiben und Aufregung. Nicht nur Studenten kamen nach Gainesville, sondern auch diejenigen, die beschlossen hatten, diese Stadt zu ihrer Heimat zu machen. Inmitten der studentischen Umzüge und Partys bemerkte ihn niemand. Aber er wartete geduldig. Er hatte bereits seine zukünftigen Opfer gefunden: die 18-jährige Sonja Larson und die 17-jährige Christina Paula. Die beiden waren Zimmergenossinnen und hatten gerade ihr erstes Studienjahr an der Universität begonnen. Ihre Eltern wollten, dass sie auf dem Campus wohnten, aber sie bekamen kein festes Zimmer, also zogen sie in ein Nachbarhaus, bekannt als Williamsburg Village. Mit Beginn des Studienjahres bildeten sich in Gainesville lange Warteschlangen für neue Telefonanschlüsse. Um zu Hause anzurufen, mussten beide einen Münztelefon oder andere Möglichkeiten nutzen. Man darf nicht vergessen, dass dies 1990 war, als es noch keine SMS gab und Mobiltelefone eine Seltenheit waren. Deshalb mussten sie warten, bis ein Festnetztelefon installiert wurde, und bis dahin waren alle ziemlich isoliert. Sobald es in Gainesville dunkel wird, bereitet sich eine finstere Gestalt, die junge Frauen und Mädchen verfolgt, auf einen Angriff vor. Der Mörder nähert sich ihrem Haus, holt einen Schraubenzieher hervor und versucht, die Türklinke zu drehen. Zu seiner Überraschung ist die Tür nicht verschlossen. Im Inneren entdeckt er Christina Paul, die auf dem Sofa schläft. Nachdem er eine Weile neben ihr gestanden hat, geht der Mann nach oben, wo Sonja Larson in ihrem Bett schläft. Sie wacht gerade in dem Moment auf, als der Mörder ihr den Mund mit Klebeband verschließt. Er sticht mehrmals mit dem Messer in ihren Körper, bis sie sich nicht mehr bewegt. Dann geht der Mann nach unten und nähert sich der schlafenden Christina Paul. Im Gegensatz zu Sonja hat er andere Pläne mit Christine. Zuerst vergewaltigt er sie brutal, dann dreht er sie um und sticht ihr mehrmals in den Rücken. Später erzählt ein Nachbar von Sonja und Christine, dass er laute Musik und Schläge gehört habe, aber einfach gedacht habe, dass sie Bilder umhängen würden. Als die Sonne aufging, wurde es unerträglich heiß. Vergessen Sie nicht, dass wir in Florida sind, im letzten Monat des Sommers. Viele Menschen rochen einen unangenehmen Geruch, der aus Sonjas und Christinas Wohnung kam, aber niemand kümmerte sich darum, was los war.
Während die anderen Studenten weiter feierten und einzogen, herrschte in Wohnung Nummer 113 eine unheimliche Stille. Keiner der Bewohner wusste, dass in der Nachbarwohnung 2 junge Frauen brutal ermordet worden waren und ihre Leichen noch immer dort lagen. Laut dem Buch The Gainesville Ripper von Marie Rice hinterließen Freunde Notizen an Sonias und Christinas Tür und fragten, wo sie seien. In der Zwischenzeit suchte der Mörder bereits nach seinem nächsten Opfer. Einige Stunden nach den ersten Morden wählte er sein Ziel, die 18-jährige Christa Hoyt. Christa Hoyt war die einzige Studentin, die nicht an der University of Florida studierte. Sie war Studentin am Santa Fe College, wo sie wegen ihrer fröhlichen Art den Spitznamen Firefly, Glühwürmchen, erhalten hatte. Sie arbeitete in der Dokumentationsabteilung des örtlichen Sheriff-Büros und hatte große Pläne für die Zukunft. Leider kreuzte jedoch ein Monster ihren Weg, das ihr Leben beendete. Wie die Ermittler später feststellten, hatte der Mörder wahrscheinlich bereits das Haus besucht, in dem Christa Hoyt lebte. Er hatte sich dort genau umgesehen und beschlossen, zurückzukehren, um den Angriff zu verüben, was schließlich auch geschah. Die Verfolgung ist ein weiterer Aspekt, der Serienmördern Freude bereitet. Sie findet statt, bevor das Verbrechen selbst begangen wird, sei es Vergewaltigung oder Mord. Solche Menschen genießen den Nervenkitzel der Jagd. Als Christa Hoyt nach Hause kam, wartete der Mörder bereits auf sie. Er verschob einen Bücherschrank, der neben der Tür stand, und verschaffte sich so Deckung. Christa wurde in ihrem eigenen Haus angegriffen. Sie wurde brutal zusammengeschlagen und ins Schlafzimmer gezerrt. Es war Sonntag, der 26. August, und seit Donnerstagabend hatte niemand mehr etwas von Christina Paul und Sonja Larsson gehört. Nachdem ihre Anrufe und das Klopfen an der Tür unbeantwortet blieben, wandten sich die Eltern von Christina Paul an einen Handwerker, der wiederum die Polizei rief. Officer Ray Barber von der Polizei in Gainesville nahm die Ermittlungen auf. Was er dort vorfand, schockierte ihn so sehr, dass er Paul nicht sofort die ganze Wahrheit sagen konnte. Er kontaktierte sofort die Polizeiwache, forderte Verstärkung an und rief einen Krankenwagen für die Eltern der jungen Frau. Die Rettungssanitäter und Kriminalbeamten waren schockiert von dem, was sie am Tatort vorfanden. Beide waren brutal erstochen worden und Christina war vergewaltigt und ihre Brüste verstümmelt worden. Wie sich später herausstellte, hatte der Mörder die seltsame Angewohnheit, seinen Opfern die Brustwarzen abzuschneiden. Aber manchmal ging er noch weiter. Bei einigen Opfern waren die Leichen stark verstümmelt und zur Schau gestellt worden. Die Polizei fand die Leiche von Sonja Larsson in einer provokanten Pose auf dem Bett, mit gespreizten Beinen. Experten vermuten, dass sich der Mörder beim Positionieren der Leiche die Reaktion der Umstehenden vorstellte und ein Lächeln auf seinem Gesicht spielte, weil er wusste, dass er mit ihrem Schock die gewünschte Wirkung erzielen würde. Die blutüberströmte, verstümmelte Leiche von Christina Paul wurde ebenfalls in einer freizügigen Pose gefunden. Es gibt Hinweise darauf, dass der Mörder versucht hat, DNA-Spuren zu verwischen. Er manipulierte den Tatort, um Beweise zu beseitigen. Die Ermittler fanden eine Flasche mit Geschirrspülmittel zwischen den gespreizten Beinen des Opfers. Er hatte das Mittel verwendet, um alle DNA-Spuren im Intimbereich zu beseitigen. Während die Polizei die brutalen Morde untersuchte, verbreiteten sich die Gerüchte schnell in ganz Gainesville. Da es sich um Florida handelte, hatten alle nur eine Frage im Kopf. Ist das etwa ein weiterer Ted Bundy? Ted Bundy ist ein berüchtigter Serienmörder, der zwischen 1764 und 1778 etwa 30 Frauen ermordete. Er wurde 1989 hingerichtet, aber die Einwohner haben seine Taten nicht vergessen. Als die Leichen der ersten beiden Opfer gefunden wurden, verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer auf dem Campus. Ähnlich wie Bundy hatte der Mörder von Gainesville es auf Studentinnen der Universität abgesehen. Die Ermittler hatten keine Ahnung, wer hinter den Verbrechen steckte. Tatsächlich handelte es sich bei dem Mörder jedoch um einen Landstreicher namens Danny Rowling. Danny Harold Rowling wurde in Shreveport, Louisiana, als Sohn eines Polizisten geboren, der ein gewalttätiger und aggressiver Mann war. Er misshandelte Danny und seine Mutter gnadenlos und kannte keine Grenzen. James Rowling misshandelte seine Kinder ständig. Er legte ihnen Handschellen an und schlug Danny und seinen jüngeren Bruder während ihrer gesamten Kindheit. Er machte keinen Hehl daraus, dass er nie einen Sohn haben wollte, und erniedrigte, beleidigte und misshandelte Danny auf jede erdenkliche Weise. Als Danny älter wurde, zeigten sich bei ihm Anzeichen schwerer psychischer Störungen. Er war ein Soziopath mit einer ganzen Reihe von Störungen. Darüber könnte man ein ganzes Buch schreiben. Er konsumierte illegale Substanzen und Alkohol,
spionierte Frauen nach und nutzte alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel, um der Realität und seiner Familie zu entfliehen. Mitte der 1960er Jahre heiratete Rolling und bekam eine Tochter. Doch etwa 1977 reichte seine Frau die Scheidung ein und nahm das Kind mit. Nach Angaben seiner Mutter geriet er danach, wie sie es ausdrückte, völlig aus der Bahn. Danny konnte keinen Job lange behalten und begann, Menschen und Unternehmen auszurauben. All dies waren Anzeichen für weitaus brutalere Taten, die er in Zukunft begehen sollte. Mord, Vergewaltigung, Körperverletzung. Aus seinem Versteck im Wald führte Danny Rolling ein Audiotagebuch. Ein Auszug daraus lautete: „Das ist ein anderer Ich. Mama hat versucht, mir zu helfen. Natürlich hättest du Nein gesagt, aber das habe ich nicht gebraucht. Ich wollte, dass du stolz auf mich bist. Ich habe dich enttäuscht. Das tut mir leid. Nun, ich muss auflegen. Ich habe etwas zu erledigen." Den Ermittlern zufolge tötete er nach dieser Aufzeichnung Sonja und ihre Nachbarin. Einige Stunden nach der Entdeckung der Leichen von Sonja Larson und Christina Paul erschien Christa Hoyt nicht zu ihrer Nachtschicht im Sheriffbüro. In der Öffentlichkeit galt sie als fleißig und engagiert. Christa wollte unbedingt bei der Polizei arbeiten und hatte noch nie zuvor einen Arbeitstag versäumt. Deshalb gab ihre Abwesenheit sofort Anlass zur Sorge, und die stellvertretenden Bezirksstaatsanwälte Gail Barber und Keith O'Hara machten sich auf den Weg zu Christa, um nachzusehen, was passiert war. Sie klopften mehrmals an die Tür, aber da niemand antwortete, beschlossen sie, das Haus zu umrunden und durch die Fenster zu schauen. Was sie sahen, versetzte sie in Schrecken. Christa Hoyt war kopflos. Ihr Kopf war abgeschnitten und auf ein Regal gestellt worden. Der Mörder hatte die Leiche auf das Bett gelegt und sie damit praktisch zur Schau gestellt. Er hatte nicht nur den Kopf auf das Regal gelegt, sondern auch einen Spiegel daneben gestellt, damit die Polizisten beim Betreten des Zimmers als erstes ihr Gesicht sahen. Im Laufe der weiteren Ermittlungen fanden die Polizisten heraus, dass Christa vergewaltigt und ihre Brüste verstümmelt worden waren, genau wie bei den vorherigen Opfern. Christa hatte jedoch einen tiefen Schnitt, der vom Beckenbereich bis zum Schlüsselbein reichte. An diesem Wochenende war bereits der 3. brutale Mord an einer jungen Frau verübt worden. Das versetzte alle in Angst und Schrecken, zumal Christa Hoyt im Sheriffbüro gearbeitet hatte. In der Bevölkerung entstand das Gefühl, dass sich niemand mehr sicher fühlen konnte. Die ganze Stadt Gainesville war in Panik. Ein Teil der Bevölkerung litt besonders stark. Sonja Larson, Christina Paul und Christa Hoyt hatten alle eines gemeinsam. Sie hatten braune Augen und kastanienbraune Haare. Danny Rolling wählte seine Opfer, genau wie Ted Bundy, nach einem bestimmten Typ aus. Die Panik wurde noch dadurch verstärkt, dass niemand wusste, wer hinter all diesen Verbrechen steckte. Danny gelang es, sich der Strafe für seine Taten zu entziehen, weil er sich geschickt an die allgemein anerkannten Normen und Standards anpasste. Er wusste, wie man sich in einem Geschäft verhält und wie man Menschen beobachtet, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Rolling konnte sich in der Menge verstecken und wurde fast unsichtbar, wenn er sein Opfer verfolgte. Er war ein ganz normaler Mann, den man in einer Menschenmenge niemals bemerkt hätte. Und genau das war das Beängstigende daran, denn die Ziele des Mörders waren junge Frauen. Viele Studentinnen beschlossen, dass es sicherer wäre, zusammenzuleben. Sie begannen, gemeinsam zu übernachten, in der Hoffnung, dass sie so sicherer wären, bis der Mörder gefasst würde. Um den flüchtigen Verbrecher zu fassen, wurde eine Sonderkommission gebildet, die sich aus Mitarbeitern der örtlichen Polizei und Verhaltensforschern des FBI zusammensetzte. Es gab Hinweise aus allen Richtungen, aber die meisten führten zu nichts. An den Tatorten führten Kriminaltechniker gründliche Untersuchungen durch, um auch nur den kleinsten Hinweis zu finden. Die Sonderkommission ahnte nicht, dass der Mörder ein Obdachloser namens Danny Rolling war, der bereits seinen nächsten Angriff plante. Während die Polizei versuchte, den Fall aufzuklären, lebten die Studenten in Angst und fragten sich, wo er zuschlagen würde. Es wurde sehr beängstigend, allein zu leben. Oder sogar mit Freunden. Es war schrecklich. Alle gingen in Gruppen unterwegs, besonders die Frauen. Sie zogen es vor, mit Jungs zusammen zu sein, weil sie sich dann sicherer fühlten. Die 20-jährige Tracy Pauls hatte ebenfalls einen zuverlässigen Beschützer, Manny Taboada. Sie waren Mitbewohner an der University of Florida und seit ihrer Schulzeit in Miami beste Freunde. In der Schule war Tracy die Königin des Abschlussballs und alle kannten sie. Manny war ein ehemaliger Footballspieler und wog 90 Kilogramm. Tracys Eltern waren begeistert, denn er war nicht nur ein guter Freund,
sondern auch ein starker junger Mann, der ihre Tochter beschützen konnte. Am 27. August 1990 waren die Morde in Gainesville bereits landesweit bekannt. An diesem Abend sprach Tracy mit ihrer Mutter und versicherte ihr, dass sie in Sicherheit sei und darauf warte, dass Manny von der Arbeit nach Hause komme. Manchmal verfolgte Danny Rolling seine Opfer, manchmal auch nicht. In ihrem Buch berichtet die Autorin Mary Rice, dass Bewohner der Wohnanlage angaben, in der Nacht der Morde jemanden in ihrer Gegend herumstreifen gesehen zu haben. Rolling gelang es, in die Wohnung von Manny und Tracy einzudringen, indem er die Glasschiebetür aufbrach. Als erstes betritt er Mannys Zimmer und erstarrt, beeindruckt von der Größe des ehemaligen Sportlers. Allerdings war Rolling zu dieser Zeit ebenfalls ein großer und starker Mann, weshalb er ohne lange zu überlegen sich auf den schlafenden Mann stürzt. Es kommt zu einem Kampf zwischen Rolling und Manny. Später sagte Danny, dass er während des Kampfes etwas nervös gewesen sei, da Manny ihm mehrere harte Schläge versetzt habe, durch die er fast das Bewusstsein verloren hätte. Aber schließlich gewinnt Rolling die Oberhand. Manny verliert eine große Menge Blut und stirbt durch die Hand des Mörders. Danach macht sich Danny auf den Weg zu seinem eigentlichen Ziel. Später erzählten die Nachbarn von Tracy und Manny, dass sie ihren Schrei gehört hätten. Sie schauten aus ihrer Wohnung, konnten aber nichts Verdächtiges entdecken und gingen wieder zurück. Rolling benutzte erneut Spülmittel, um seine DNA von Tracys Körper zu entfernen. In ihrem Buch Der Gainesville Ripper behauptet die Autorin Mary Rice, dass Rolling gewartet und Tracy beobachtet habe, während sie ihre letzten Atemzüge tat, zielt auf die Lunge direkt durch den Brustkorb. Verfolgt sie nicht, macht sie einfach fertig. Nachdem du den Messerstich ausgeführt hast, musst du einfach daneben sitzen. 30 Minuten oder eine Stunde. So lange wie nötig. Tracys Freund, der in Miami lebte, war über die Ereignisse in Gainesville informiert. Als er Tracy nicht erreichen konnte, bat er einen Freund, nach ihr zu sehen. Tracys Leiche wurde im Flur gefunden, Mannys Leiche im Schlafzimmer. Die Ermittler und Kriminaltechniker, die am Tatort eintrafen, hatten keinen Zweifel, dass es sich um das Werk desselben Mörders handelte. Tracy wurde vergewaltigt und erstochen, ihre Leiche wurde zur Schau gestellt. Manny kämpfte mit unglaublicher Tapferkeit bis zum letzten Atemzug, um sich und seine Mitbewohnerin zu verteidigen. Später stellten Gerichtsmediziner fest, dass er 31 Stichwunden am ganzen Körper erlitten hatte. Manny war ein sehr großer und starker Mann. Als sich in der Gegend die Nachricht verbreitete, dass selbst ein solcher Mann dem Mörder nichts entgegenzusetzen hatte, entstand in der Bevölkerung das Gefühl, dass man sich nirgendwo mehr sicher fühlen konnte. Zu dieser Zeit herrschte auf dem Campus der University of Florida eine solche Angst, dass der Verkauf von Türschlössern und Waffen erheblich zunahm. Viele Studenten beschlossen, sich nicht an der Universität einzuschreiben und verließen den Campus. Unterdessen versuchten die Ermittler, die sich verbreitenden Gerüchte einzudämmen. Es war noch viel zu früh, um davon zu sprechen, dass sie jemanden hatten, der kurz vor der Verhaftung stand. Die Sonderkommission hatte noch keine Festnahmen vorgenommen, aber bereits einen Verdächtigen identifiziert. Eine Zeit lang lebte ein Mann namens Ed Humphrey in den Gator Village Apartments, der durch sein unkontrolliertes Verhalten auffiel. Zu dieser Zeit befand er sich in Haft, weil er seine 79-jährige Großmutter angegriffen hatte. Die Polizei erhielt einen Durchsuchungsbefehl für seine Wohnung und die Entnahme von DNA-Proben. Edward Humphrey hatte viele psychische Probleme und zeigte Interesse an Tracy Pauls. Das machte ihn zu einem starken, aber falschen Verdächtigen. Während sich die Polizei auf die falsche Person konzentrierte, konnte Danny Rolling, bekannt als der Gainesville Ripper, weiter morden. Gleichzeitig schürten die Medien die Stimmung, indem sie Parallelen zwischen den Morden in Gainesville und den Verbrechen von Jack the Ripper zogen. Viele der Morde, die Danny Rawlings begangen hatte, ähnelten tatsächlich den Taten des Rippers. Er schnitt Körperteile ab und ließ sie an bestimmten Stellen zurück. Diese Situation wirkte sich negativ auf die Universität und die Dozenten aus. Die Studenten kehrten nach Hause zurück und sagten, dass sie ihr Studium im nächsten Semester fortsetzen würden. Der Präsident der Universität, John Lombardi, bat die Studenten, ihre Angehörigen anzurufen und ihnen mitzuteilen, dass es ihnen gut gehe. Da Mobiltelefone 1990 noch selten waren, richtete Lombardi an der Universität einen Telefondienst ein, um Spenden zu sammeln, damit die Studenten mit ihren Angehörigen Kontakt aufnehmen konnten. Außerdem wurde beschlossen, dass die Studenten auf Wunsch ihr Studium auf unbestimmte Zeit unterbrechen konnten. Dann kam die Nachricht, dass die Polizei einen Verdächtigen festgenommen hatte.
Es handelte sich um den 18-jährigen Ed Humphrey aus Geetterwood, wo Manny Taboada und Tracy Pauls ermordet worden waren. Er wurde wegen des Verdachts auf Mord an Tracy verhört, nur weil er in sie verliebt war. Die Medien begannen sofort, Humphrey als möglichen Mörder zu diskutieren. Seine Fotos erschienen in Zeitungen, er wurde im Fernsehen gezeigt und im Radio über ihn berichtet. Zu diesem Zeitpunkt wusste jedoch noch niemand, dass der wahre Gainesville Ripper Danny Rolling war, der sich in einem Wald in der Nähe des Campus versteckt hielt. Als Rolling das Geld ausging, beschloss er so zu handeln, wie er es gewohnt war. Er raubte eine Bank aus. Die Kassiererin warf jedoch eine Packung Farbe in die Tasche mit dem Geld, die explodierte und alles rosa färbte. Die Polizei fand Danny und seinen Freund, den er erst eine Woche zuvor kennengelernt hatte. Rolling gelang es, in den Wald zu fliehen, sein Komplize wurde jedoch festgenommen. Bei der Suche entdeckten die Polizisten sein Lager. Darin fanden sie das gestohlene Geld, das mit rosa Farbe bespritzt war. Sie beschlagnahmten eine Skibrille und andere Gegenstände, die sie als Teil des Raubarsenals betrachteten. Außerdem wurden ein Tonbandgerät und Audiokassetten beschlagnahmt, ohne zu ahnen, dass darauf die Geständnisse des Rippers selbst aufgezeichnet waren. Da Rolling weiterhin nicht als Verdächtiger in den Mordfällen galt, wurden die Aufnahmen nicht angehört und in die Asservatenkammer gebracht. Nachdem die Polizei das Lager entdeckt hatte, beschloss Rolling in Panik aus Gainesville zu fliehen. Um zu überleben und unterzutauchen, brauchte er Geld. Deshalb raubte er einen Laden in Ocala, Florida, aus. Doch das Glück wendete sich gegen Rolling und am 7. September 1990 wurde er verhaftet. Zu diesem Zeitpunkt war der Polizei noch nicht bewusst, wie wichtig diese Verhaftung war. Die Mordserie des Gainesville Ripper war beendet. Im Laufe der Ermittlungen zu den von Rolling begangenen Raubüberfällen wurden in seinem Lager Werkzeuge gefunden, die mit denen übereinstimmten, die an den Tatorten in Gainesville gefunden worden waren. Rollings aus dem Lager beschlagnahmte Audiokassetten wurden zum ersten Mal angehört. Auf den Bändern wurden Geständnisse entdeckt. Endlich konnte die Polizei die Identität des Gainesville Rippers feststellen. Die Sonderkommission setzte sich mit der Polizei in Shreveport, der Heimatstadt von Danny Rolling, in Verbindung, um ähnliche Verbrechen des Rippers zu besprechen. Die Polizei von Shreveport bemerkte sofort die Ähnlichkeit zwischen dem Dreifachmord von 1989 und den jüngsten Verbrechen des Rippers. Wie im Fall von Ed Humphrey in Gainesville lag der Fokus nicht auf der richtigen Person, Hal Carter. Er war der Ex-Freund von Julie Grissom aus Shreveport. Nach dem Mord an Julie und ihrer Familie wurde Carter zum Hauptverdächtigen der Ermittler. Ich war über ein Jahr lang mit Julie zusammen und geriet nach ihrem Mord ins Visier der Ermittler. Obwohl ich nie verhaftet wurde, war der Verdacht stark genug, um mein Leben zu zerstören. Ich musste die Stadt verlassen, verlor meine Anwaltskanzlei und wurde mit Mord bedroht. Und das alles, weil die Ermittler beschlossen hatten, dass ich die Familie Grissom getötet hatte. Selbst nachdem sie erfahren hatten, dass ich zum Zeitpunkt des Mordes in Atlanta war. Julie wurde wie die Frauen aus Gainesville vergewaltigt und ermordet, und ihre Leiche wurde zur Schau gestellt. Der Mörder benutzte außerdem Reinigungsmittel, um die DNA zu vernichten. Die Ähnlichkeit der Verbrechen war zu offensichtlich, um ignoriert zu werden. Die Polizei von Shreveport teilte ihre Informationen mit der Sonderkommission aus Florida. Angesichts der neuen Verbindung überprüften die Ermittler alle Beweise sorgfältig. Im Jahr 1990 steckte die DNA-Analyse noch in den Kinderschuhen, aber die Experten konnten feststellen, dass die Spermaflüssigkeit, die an allen 3 Tatorten gefunden wurde, von ein und derselben Person stammte, Danny Rolling. Und so wurde er im November 1991 wegen aller 5 Morde in Gainesville angeklagt. Bis zu diesem Zeitpunkt war der 18-jährige Edward Humphrey der Hauptverdächtige. Dank der DNA-Analyse konnte er jedoch endlich aus dem Kreis der Verdächtigen ausgeschlossen werden. Etwa zur gleichen Zeit wurde die Identität des Gainesville Ripper aufgeklärt, dank Audioaufnahmen, die in seinem Waldlager gefunden wurden. Im November 1991 wurde Rolling wegen Mordes angeklagt. Er verbüßte bereits eine lebenslange Haftstrafe wegen einer Reihe von Raubüberfällen, doch nun drohte ihm die Todesstrafe. Als der Prozess gegen Rollings näher rückte, machte er eine überraschende Aussage. Danny hatte sich mit einem Zellengenossen namens Bobby Lewis angefreundet, der sich später mit den Staatsanwälten in Verbindung setzte. Bobby gab Informationen weiter, die er von Rollings erhalten hatte und die niemand anderem bekannt sein konnten. Danny erzählte Bobby alles und dieser gab seine Geständnisse an die Polizei weiter. So verlief seine Beichte.
Da Rowling alle 5 Morde gestand, wurde sein Fall vor Gericht gebracht, wo die Staatsanwaltschaft auf die Todesstrafe plädierte. Der Prozess gegen Rowling fand 1994 statt, fast 4 Jahre nach den Morden. Während des Prozesses wurden den Geschworenen zahlreiche Beweise, Fotos und Aufzeichnungen vorgelegt, die Rowlings brutale Behandlung seiner Opfer belegten. An einem der Verhandlungstage baten die Geschworenen um Erlaubnis, den Saal verlassen zu dürfen, als sie hörten, was Danny am Tatort getan hatte. Sie erklärten, dass sie das nicht länger anhören könnten. Danny Rowling fiel es schwer, die Fotos der ermordeten Frauen anzusehen. Er wollte, dass jemand anderes sah, was er getan hatte. Er war klug genug, um zu verstehen, wenn die Geschworenen erfahren würden, wie er seine Opfer behandelt hatte, würden sie kaum eine mildere Strafe in Betracht ziehen. Obwohl Danny dies später bestritt, behauptete einer seiner Zellengenossen, Rowling habe gesagt, sein Motiv für die Morde sei der Wunsch gewesen, ein Superstar wie Ted Bundy zu werden. Er behauptete auch, ein Dämon sei in ihn gefahren, der ihn zum Töten gezwungen habe. Ich weiß, das mag überraschend klingen, aber Danny war ein sehr religiöser Mensch. In den Tagen, als er diese schrecklichen Taten beging, glaubte er aufrichtig, dass er manchmal vom Teufel dazu getrieben wurde. Rowling erfand auch verschiedene Charaktere für sich selbst. Er nannte sich Enid oder Zwillinge. Enid ist Dannys Name rückwärts geschrieben und Zwillinge sind Figuren aus einem Film, den er gesehen hatte. Während des Prozesses wurde Rowlings Ex-Frau als Zeugin vorgeladen. Ihr Aussehen half möglicherweise dabei, die Wahl seiner Opfer zu verstehen. Alle Frauen ähnelten einander, zierlich und dunkelhaarig. Diese Beschreibung passte auf seine Ex-Frau. Es ist schwer zu sagen, ob sie das Hauptmotiv für diese Morde war. Ich kann das nicht bestätigen, aber sie könnte sicherlich Teil seines Motivs gewesen sein. Seine Ex-Frau stellte Rowlings Behauptung über Dämonen in Frage. Hat jemand aus seiner Familie von Dämonen gesprochen? Dass er von Dämonen heimgesucht wird oder so etwas? Nein, niemals. Mindestens eine Person hatte jedoch eine ganz andere Meinung von Danny Rowling. Während des Prozesses lernte er eine Frau kennen, in die er sich sofort verliebte. Sie kamen sich sehr nahe und ihre Beziehung entwickelte sich rasant. Als es Zeit für die Urteilsverkündung war, bat er um das Wort. Doch statt eine Rede zu halten, sang er ein Liebeslied, das er für diese Frau geschrieben hatte. Am 20. April 1994 wurde Danny Rowling zum Tod durch die Giftspritze verurteilt. Er verbrachte 12 Jahre in der Todeszelle eines Gefängnisses in Florida. Vor seiner Hinrichtung schrieb Rowlings ein Mann, der in einem anderen Fall verdächtigt wurde, dem Mord an der Familie Grissom. Er schrieb, ich habe erfahren, dass Danny Rowlings in 30 Tagen hingerichtet werden soll. Ich habe ihm geschrieben und ihn gebeten, die Morde an den Grissoms zu gestehen. Er hat nicht geantwortet. Ich war überrascht, aber am Ende des Briefes schrieb er, du wirst gerechtfertigt werden. Ich habe das als Versprechen verstanden, dass er tun würde, worum ich ihn gebeten hatte, die Morde zu gestehen. Am Tag seiner Hinrichtung, 17 Jahre nach dem Mord an der Familie Grissom, gestand Danny Rowling endlich dieses Verbrechen. In seinem schriftlichen Geständnis schrieb er, ich und nur ich bin schuldig. Am 25. Oktober 2006 wurde Danny Rowling für die Morde in Gainesville hingerichtet. Die Menschen, die Opfer der sinnlosen Verbrechen von Rowling wurden, leben in der Erinnerung ihrer Angehörigen weiter. Im Jahr 2000 schloss Ed Humphrey, der einst der Verbrechen verdächtigt worden war, sein College-Studium ab. Hal Carter, der fälschlicherweise des Mordes an der Familie Grissom beschuldigt worden war, ist heute Motivationsredner und arbeitet an einem Buch und einem Film über seine Erfahrungen. In der 34. Straße in Gainesville, die für ihre Graffiti bekannt ist, bleibt ein Abschnitt unberührt. Es ist eine Gedenkstätte für die 5 Studenten, die Danny Rowling zum Opfer fielen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.